Guten Abend zusammen. Herzlich willkommen bei Dankecast Deutsch. Ich bin Henry und wie immer freue ich mich sehr, dass ihr heute wieder dabei seid. Heute haben wir ein sehr alltägliches Thema, aber ich finde es wirklich interessant. Wir sprechen heute über das Essen. Genauer gesagt, Essen am Morgen und Essen am Abend. Was ist besser? Was essen die Menschen in Deutschland? Und was denkt ihr darüber? Bleibt dran, es wird spannend. Guten Abend, ich bin Emilia und ich freue mich auch sehr, wieder hier zu sein. Henry, ich liebe dieses Thema. Ich denke oft darüber nach, was ich morgens essen soll und was abends. Es ist nicht immer einfach, oder? Manchmal bin ich morgens so müde, dass ich gar keinen Hunger habe und abends dann esse ich zu viel. Kennt ihr das auch? Schreibt es gerne in die Kommentare. Ja, das kenne ich sehr gut. Ich bin morgens meistens nicht sehr hungrig. Ich brauche erst einen Kaffee, bevor ich überhaupt an Essen denken kann. Aber meine Mutter sagt immer, das Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages. Stimmt das wirklich? Ich bin mir nicht so sicher. Was meint ihr? Frühstückt ihr jeden Morgen? Deine Mutter hat nicht ganz unrecht, Henry. Das Frühstück gibt uns Energie für den Tag. Wenn ich morgens gut frühstücke, fühle ich mich viel besser. Ich esse zum Beispiel sehr gerne Haferflocken mit Obst. Das ist gesund und macht lange satt. Manchmal mache ich auch ein Brot mit Käse oder Quark. Einfach, aber lecker. Haferflocken. Das klingt sehr gesund, Emilia. Ich esse morgens lieber etwas Warmes. Ein Ei zum Beispiel. Oder Toast mit Butter und Marmelade. In Deutschland ist das ein sehr klassisches Frühstück, oder? Brot, Butter, Marmelade, vielleicht ein bisschen Käse oder Wurst. Einfach und gut. Ich liebe das deutsche Frühstück, ehrlich gesagt. Ja, das deutsche Frühstück ist wirklich schön. Frisches Brot, verschiedene Käsesorten, Aufschnitt, Eier, Joghurt, frischer Orangensaft. Am Wochenende machen wir manchmal ein richtiges Frühstück mit der ganzen Familie. Das dauert dann 2 Stunden und wir sitzen gemütlich am Tisch. Das ist so schön. Macht ihr das auch am Wochenende? Schreibt es uns in die Kommentare. Oh ja, das Wochenendfrühstück ist etwas ganz Besonderes. Aber jetzt haben wir über das Morgenessen gesprochen. Was ist mit dem Abendessen? Das ist auch sehr interessant. In Deutschland essen viele Menschen abends kalt. Das nennt man Abendbrot. Kennt ihr das Wort? Abendbrot. Brot am Abend. Ganz einfach auf Deutsch. Genau, das Abendbrot ist eine deutsche Tradition. Man isst Brot mit Käse, Wurst, vielleicht ein bisschen Salat dazu. Es ist einfach und schnell. Viele Menschen haben nach der Arbeit keine Lust, lange zu kochen. Da ist das Abendbrot perfekt. Ich persönlich esse aber abends lieber etwas Warmes, eine Suppe, Nudeln oder ein Gemüsegericht. Ich esse abends auch sehr gerne warm. Ehrlich gesagt esse ich mittags meistens nur wenig, weil ich arbeite. Dann bin ich abends richtig hungrig und will eine richtige Mahlzeit. Ein Steak, Kartoffeln, Gemüse oder ein gutes Curry. Ich bekomme jetzt schon Hunger, wenn ich daran denke. Aber ist es gesund, abends viel zu essen? Das ist eine gute Frage, Henry. Viele Ernährungsexperten sagen, man sollte abends nicht so viel essen. Der Körper schläft ja bald und dann braucht er nicht so viel Energie. Aber ich glaube, es ist für jeden Menschen anders. Manche Menschen frühstücken viel und essen abends wenig, andere essen morgens fast gar nichts und machen abends eine große Mahlzeit. Was ist euer Rhythmus? Schreibt es in die Kommentare. Das stimmt, Emilia. Jeder Mensch ist anders. Ich finde es aber wichtig, dass man überhaupt isst und sich Zeit fürs Essen nimmt. Viele Menschen essen heutzutage sehr schnell, vor dem Computer oder dem Handy. Das finde ich nicht so gut. Essen soll auch Genuss sein, oder? Man soll das Essen schmecken und genießen. Da hast du so recht, Henry. In anderen Kulturen ist das Essen sehr wichtig. In Italien zum Beispiel sitzt die Familie stundenlang am Tisch. In Frankreich auch. Ich finde das sehr schön. In Deutschland wird das leider manchmal vergessen. Wir sind oft sehr beschäftigt. Aber ein gutes Abendessen mit Freunden oder Familie ist wirklich wunderbar. Absolut. Und jetzt, liebe Zuschauer, möchte ich euch etwas fragen. Was esst ihr lieber morgens oder abends? Und was ist euer Lieblingsessen? Ich bin wirklich neugierig. Schreibt eure Antworten in die Kommentare unten. Ich lese alle Kommentare und antworte sehr gerne. Bei Dankecast Deutsch ist die Community das Wichtigste. Wir lieben eure Kommentare wirklich sehr. Jede Woche lesen wir sie alle und freuen uns so sehr über eure Nachrichten. Danke, dass ihr so treu dabei seid.
Aber zurück zum Thema. Ich wollte noch etwas über das Essen am Abend sagen. Habt ihr gewusst, dass viele Menschen abends Probleme mit dem Schlafen haben, wenn sie zu spät essen? Nein, wirklich? Das wusste ich nicht. Erzähl mir mehr, Emilia. Ja, tatsächlich. Wenn man kurz vor dem Schlafen noch viel isst, arbeitet der Magen die ganze Nacht. Das kann den Schlaf stören. Viele Ärzte empfehlen, die letzte Mahlzeit des Tages mindestens 2 bis 3 Stunden vor dem Schlafengehen zu essen. Ich versuche das auch, aber manchmal esse ich abends zu spät, weil ich lange gearbeitet habe. Das kenne ich. Manchmal komme ich erst um 8 oder 9 Uhr abends nach Hause und dann esse ich noch. Das ist sicher nicht ideal. Aber was soll man machen? Manchmal hat man keine andere Wahl. Ich denke, im Alltag ist es schwierig, immer perfekt zu essen. Man tut, was man kann, oder? Genau, Henry. Das Leben ist manchmal kompliziert, man muss realistisch sein, aber kleine Veränderungen können helfen. Zum Beispiel morgens versuchen, etwas zu essen, auch wenn man keinen großen Hunger hat. Vielleicht nur ein Joghurt oder eine Banane. Das gibt dem Körper Energie für den Morgen. Das ist ein guter Tipp. Eine Banane ist schnell und einfach. Keine Vorbereitung nötig. Ich werde das mal versuchen. Und was ist mit dem Kaffee? Morgens trinke ich immer Kaffee. Ist Kaffee gut oder schlecht am Morgen? Das ist auch eine interessante Frage. Oh, der Kaffee. Das ist ein großes Thema, Henry. Viele Menschen können ohne ihren Morgenkaffee gar nicht aufwachen. Ich auch, ehrlich gesagt. Kaffee gibt Energie und weckt den Geist. Aber manche Experten sagen, man soll morgens zuerst Wasser trinken, bevor man Kaffee trinkt. Der Körper ist nach dem Schlafen dehydriert. Wasser vor dem Kaffee. Das ist schwer für mich, aber ich verstehe die Logik. Der Körper braucht Wasser nach der langen Nacht. Ich werde es versuchen. Liebe Zuschauer, trinkt ihr morgens zuerst Wasser oder Kaffee? Oder vielleicht Tee? Schreibt es in die Kommentare. Ich bin gespannt, was ihr sagt. Ja, das interessiert mich auch sehr. Ich trinke übrigens morgens meistens Tee und abends manchmal noch einen kleinen Kaffee. Aber das ist wohl nicht gut für den Schlaf, oder? Manchmal ist mir das egal, wenn ich einen langen Tag hatte und einen Kaffee brauche. Das kann ich verstehen. Manchmal braucht man einfach Kaffee, egal was die Experten sagen. Emilia, ich habe noch eine Frage. Was ist dein absolutes Lieblingsessen, morgens oder abends, egal wann? Oh, das ist eine schwierige Frage. Ich liebe so vieles. Aber wenn ich wählen muss, ich glaube, mein Lieblingsessen ist ein schönes, selbstgemachtes Abendessen mit Freunden. Pasta mit einer guten Tomatensauce, ein bisschen Parmesan obendrauf, ein Glas Wein dazu und gutes Gespräch am Tisch. Das ist für mich perfekt. Und du, Henry, was ist dein Lieblingsessen? Mein Lieblingsessen. Ich glaube, ich liebe Sonntagsfrühstück am meisten. Frische Brötchen vom Bäcker, noch warm, mit Butter und Honig. Dazu starker Kaffee und die Zeitung. Alles ruhig und entspannt. Das ist für mich das Paradies. Besonders im Winter, wenn es draußen kalt ist und man drinnen gemütlich sitzt. Das klingt so wunderbar, Henry. Frische Brötchen vom Bäcker sind wirklich etwas Besonderes. In Deutschland gibt es zum Glück noch viele gute Bäckereien. Das Brot und die Brötchen hier sind wirklich weltberühmt. Habt ihr schon mal deutsches Brot probiert oder seid ihr vielleicht sogar in Deutschland? Schreibt es uns in die Kommentare. Ja, erzählt uns von euch. Wo lernt ihr Deutsch? In Deutschland, in Österreich, in der Schweiz oder vielleicht ganz woanders auf der Welt? Wir haben Zuschauer aus so vielen verschiedenen Ländern und das macht uns sehr glücklich. Danke, Cast. Deutsch ist wirklich international. Wir lieben unsere internationale Community so sehr. Danke an alle, die uns aus der ganzen Welt zuschauen. Egal, ob ihr in Amerika, Australien, Japan, Brasilien oder sonst wo seid. Wir freuen uns über jeden einzelnen von euch. Und wir hoffen, dass ihr mit Dankecast Deutsch jeden Tag ein bisschen besser Deutsch lernt. Genau. Und das Schöne ist, ihr lernt Deutsch durch ganz normale, alltägliche Gespräche. Heute über das Essen. Das ist ein Thema, das jeder versteht, weil jeder Mensch auf der Welt isst. Essen verbindet uns alle, oder? Egal woher man kommt, Essen ist ein Teil des Lebens und der Kultur. Das stimmt so sehr, Henry. Essen ist Kultur, Essen ist Familie, Essen ist Gemeinschaft. Wenn ich mit meiner Familie am Tisch sitze und wir zusammen essen, dann bin ich glücklich. Das ist nicht nur Nahrung, das ist viel mehr.
Ich glaube, das kennt ihr alle, egal aus welchem Land ihr kommt. Wunderschön gesagt, Emilia. So ist es. Und auf diesem schönen Gedanken möchten wir heute langsam zum Ende kommen. Aber bevor wir uns verabschieden, möchte ich noch einmal zusammenfassen. Morgenessen oder Abendessen, beides hat seine Vorteile. Morgens gibt das Essen Energie für den Tag. Abends ist das Essen oft entspannter und sozialer. Genau. Und das Wichtigste ist, esst, was euch gut tut. Hört auf euren Körper. Nehmt euch Zeit fürs Essen. Genießt jede Mahlzeit, ob morgens oder abends. Das Leben ist kurz und gutes Essen macht das Leben schöner. Das ist meine Meinung und ich stehe dazu. Da stimme ich dir zu 100% zu, Emilia. Gutes Essen macht das Leben schöner. Was für ein schöner Satz. Den kann man sich gut merken. Liebe Zuschauer, ich hoffe, euch hat die heutige Folge gefallen. Wir freuen uns immer sehr über eure Kommentare und euer Feedback. Was hat euch heute gut gefallen? Was möchtet ihr nächste Woche hören? Schreibt es uns. Ja, bitte schreibt uns. Und wenn euch Dankecast Deutsch gefällt, dann abonniert unseren Kanal und drückt die Glocke, damit ihr keine neue Folge verpasst. Das kostet nichts und hilft uns sehr. Jedes Abonnement bedeutet uns wirklich viel. Vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Es war wieder so schön mit euch. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend, eine gute Nacht und natürlich ein leckeres Abendessen heute. Bis zum nächsten Mal. Guten Abend, tschüss und auf Wiedersehen. Bis bald bei Dankecast Deutsch. Macht es gut und bleibt gesund.